Alrighty then Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fishes mit Basti auf EU20, dem Update-Tagebuch zum Ende des legendären Dungeons. Ich bin derzeit Level 336 und ich will gleich mal das erste machen, weil mir das übelst auf den Sack ging. Etwas Pech gehabt, möchte ich sagen, hatte ich gleich heute mal mit meiner letzten Pet-Attack, ich muss das mal wieder hochscrollen, gegen Xenox, ja. Also das war auch so ein Ding, ja, es ist, ja, wenn man halt so ein bisschen auf diese Pet-Ehrenhalle stiehlt, ja. Also, ne, mein Reno war angekrittet, das Kokofeu hatte ein bisschen Schaden noch mitgenommen, fand ich eigentlich ganz geil. Und da hatte mir so überlegt, ja, das könnte ja mittlerweile auch reichen. Also, gegen Feuer zu spielen ist halt schwierig, weil Feuer ein Habitat ist, wo man halt mittleres Pet auf 100 hat. Aber schaut mal, das hat mit 38.000 Rest, also das ist wirklich sehr unlucky. Kloppt die Wob, Little Beats Up auf Level 58, kann das schon ganz schön gut hitten. Also das, was ich meine, ist, gegen Feuer zu spielen ist ein bisschen schwieriger, weil die halt hier auf 100 sind. Gegen Erde war es leichter, weil die meisten Spieler haben ein Pet hier oder zwei Pets, teilweise im Level niedriger. Da kommt man mit diesen mittleren Pets, wie jetzt hier Octopus, Kokofeu, Petticat, teilweise sogar noch Plutoid, kommt man da ganz gut durch. Aber wenn man selber gegen solche Sachen spielt, das wird auch bei Wasser der Fall sein, dass viele Gegner da auch dann mit Octopus vielleicht auf 100 schon unterwegs sind. Bei Wasser ist es nochmal ganz speziell, wenn Leute nämlich schon Unterbiss hochgelevelt haben, zeitig, ja, oder Evilgrim anstelle Octopus. Evilgrim ist dann meistens auch noch ein bisschen schwieriger zu bespielen in der Verteidigung. Dann gehen viele Angriffe verloren, aber dieser Xenox-Fight, das war echt heftig. Wie dem auch sei, bin ich Level 336 und es geht nicht mehr viel in den Dungeons. Also tatsächlich habe ich das Dämonenportal noch vor mir, das will ich aber noch warten lassen. Der einzige Dungeon, der wirklich effektiv irgendwie was bringt, ist die Wily Witch. Nach der Wily Witch kommt nochmal ein Gegner, den ich auch besiegen kann. Ja, Leute, also ihr seht hier in den Chancen, das ist das, was geht. Die Wily Witch, nach der Wily Witch kommt nochmal ein Gegner, eben den kloppt man dann auch weg. Und dann haben wir 600 Millionen XP nochmal on top. Das ist halt grob ein ganzes Level. Und viel mehr geht nicht mehr. Dann bin ich dann vielleicht in der Dungeon-Pause. So wie andere Spieler in der Dungeon-Pause. Und ich bin mit meinem Char, hier, sieht ja für mich echt gut aus. Und dann schaue ich mir halt die Chars in der Spitze an. Spieler wie hier haben, ja, Sissy hat noch nicht mal so viel, aber jetzt ein Capsule ist zum Beispiel mit seinen Main-Attributen einfach mal 10k mehr vertreten als ich. Das ist heftig. Also nicht alle Spieler mit diesem hohen Level haben diese Werte. Ja. Aber was der Capsule ja abreißt, ist ja extrem krass. Battle Mage natürlich, Klassenbonus spielt da ein bisschen eine Rolle. Aber das ist. Also da könnte man denken, man spielt einfach übelst einen scheiß Char auf gut Deutsch. Ja. Viele, die im Level auch ähnlich hoch sind, sind dann eher in dem Segment, sind natürlich dann im 1 direkten PvP-Verhältnis auch nicht so stark wie jetzt Capsule, aber selbst da sind Unterschiede vorhanden. Und ein wesentlicher Punkt, den ich natürlich sehe, ist die Festung. Also klar ist, ich habe in der Festung ausgeskippt, vor allen Dingen für HK 15. Danach ging da nicht mehr so viel. Und viele Spieler, die wir jetzt hier oben gesehen haben, haben halt Steine in Werten, in höheren Werten als ich. Hier haben wir zum Beispiel 700er bis 800er Steine. Ja, Capsule hat sogar 1000er Steine. Sissy auch zum Beispiel, das sind die richtig krassen Leute hier. Drossi geht bei 800, zwischen 780 und 830 rein und so. Und dann komme halt ich bin hier bei 500. Und das liegt halt am größter Linie am Gemmine-Level. Klar, das eigene Level spielt ein bisschen eine Rolle und auch die HK, aber den größten Einfluss hat die Gemmine. Und das ist ein Fakt, wo ich zum Beispiel im Verhältnis zu diesen Spielern zu wenig Pilze ins Skippen investiert habe, um so ein Ergebnis erreichen zu können. Und das ist auch gar nicht wenig. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Die Treasury geht noch knapp 7 Tage. Kostet mich 1000 Pilze im Skippen, weil mein Arbeiterquartier jetzt auch nur auf 13 ist. Ja, mit einem höheren Arbeiterquartier würden diese Kosten geringer werden. Trotzdem müsste ich, naja, sagen wir mal bei 9 Tagen Zeit für 13 auf 14 und wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr von 14 auf 15 auch hier locker 3k Pilze investieren für Arbeiterquartier. Ja, und die Festung müsste ja theoretisch, glaube ich, auf 20, aber selbst wenn nicht, müsste die Gemmine ja wenigstens 13 Level hoch, um auf 25 zu kommen.
Und wir wissen anhand von Capsus aktuellen Video und auch allgemein auf dem Server, dass Leute mit einer Gemmine Mine 40 unterwegs sind. Vielleicht nicht ganz für alle Steine, die sie jetzt bekommen haben, aber zumindest für die stärksten kann ich davon ausgehen. Und das wären 28 Level Stand jetzt. 28 Level bei einer Ausbauzeit, wo ich wahrscheinlich mal im Schnitt 1500 Pilze für Skippen ausgeben müsste, mal 28 gerechnet. Da sind wir bei 40k Pilzen. Mal eine Milchmädchenrechnung, aber könnte sein. Das sind 40k Pilze plus alles andere, was ich noch skippen müsste. Mehr, nur um da vielleicht ähnliche Ausgangssituationen zu haben. Und das ist halt der Unterschied jetzt zwischen mir im Pay-to-Win-Bereich und eben den besten Spielern. Die reizen das aus. Zusätzlich haben sie höchstwahrscheinlich mehr Runs gemacht, um mehr Gold zu generieren, bessere Ressourcen. Ja, vielleicht braucht man auch, wenn man so viel skippt, ja auch trotzdem noch mehr Ressourcen. Ne? Hier ist alles voll. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Ressourcen, aber ja, wenn man natürlich durchskippt, dann wird es auch verbraucht, vor allen Dingen für die Festung, ja, also Hall of Night mal abgesehen. Das sind Themen, die muss man beachten. Macht man also noch mehr Runs, kriegt bessere Ressourcen, kostet aber auch, ne? Ein legendärer Dungeon Run Ultimate kostet mich im Schnitt mit allen Pilzen, die ich zwischendurch ausgebe, mal Revives, auch über 1k Pilze. Und das kann man natürlich nach oben hochrechnen. Und das ist halt sehr interessant auf diesem Server, dass wir das miterleben können, dass eben Spieler, ich nehme jetzt Capso für mich, ist wirklich so ein Beispiel, man sieht ja auch ein bisschen durch seine Videos seinen Progress, was im Pay-to-Win-Bereich noch, selbst wenn jetzt, glaube ich, unbegrenzte geldliche Mittel zur Verfügung stehen würden, wäre gar nicht mehr so viel mehr drin als das, was die Spieler hier oben spielen, weil bei mir ja auch sehr lange, trotz einigen Progress, die Chancen einfach nicht höher werden. Und das ist bei denen dann noch krasser, bei den Spielern hier. Die sind die Spannweite an möglichen, bis man mal einen möglichen Dungeon hat, das ist noch alles viel sensibler als in meinem Segment. Und dementsprechend würde hier wahrscheinlich gar nicht so viel passieren mit unbegrenztem Geld. Klar, man kann zeitlich legendären Dungeon kann man irgendwann auch nicht mehr machen. Also das ist ja auch alles verbunden. Man kann natürlich so viel leasen, wie man will, Umweltprämie abfarmen, aber das ist halt so wenig in diesem Levelbereich, das lohnt sich nicht. Bis da mal relevante Ergebnisse erscheinen, das ist, kann man nicht rechnen im Kopf. Also ja, die Spieler, die treiben es halt wirklich über die Spitze und da gibt es viele in den Top-Gilden, die da eben dazugehören und auch, ja, ich sag mal, die Spieler, die jetzt eben diese 800er, 900er Steine haben. Die haben da halt auch ein bisschen mehr gemacht in dem Segment und sind dadurch natürlich viel besser aufgestellt zum Start der Dungeon-Pause und haben dort Vorteile aufgebaut, die man so schnell jetzt nicht finden kann. Nichtsdestotrotz bin ich vom Level Gap her und allgemein mit meinem Char sehr zufrieden. Auf EU5 war der Abstand damals größer. Es ist ein sehr starker kompetitiver Server hier, das wissen wir. Und ja, dementsprechend will ich mich gar nicht mit meinem Char hier verstecken. Zumindest für das, was ich auch mir ursprünglich vorgenommen hatte und für das, was ich ja normalerweise auf anderen Servern gespielt habe. Und mit so einem Char wie meinem Char, und da gibt es auch wahrscheinlich viele davon, die in meinem Levelbereich sind, die weniger Pilze ausgegeben haben als ich. Also ich bin jetzt bei knapp 98k Mushrooms Paid plus Sponsoring. Sind wir bei über 100k sicherlich knapp. Dementsprechend ist es auch eine krasse Hausnummer und es gibt Spieler, die das vielleicht mit meinen Werten erreichen, die weniger Pilze ausgegeben haben, weil ich natürlich teilweise, ich habe ja auch HK 15 alles bis dahin viel geskippt, Festungspartnerschaft gemacht. Ich habe in den Pets viele Pilze ausgegeben, weil mir die Pets sehr, sehr wichtig sind. Das ist alles kein Problem, das ist alles auch bekannt, da habe ich vielleicht auch mehr Pilze reingebuttert, als man hätte machen müssen und ansonsten bin ich halt auch nicht der effizienteste Spieler der Welt. Deshalb gibt es safe Leute, die das auch erreichen können mit weniger Pilzen. Aber nochmal den Unterschied nach oben kann man mit weniger Pilzen oder mit den Pilzen fast nicht erreichen. Da braucht es wahrscheinlich im Schnitt schon ein bisschen mehr. Also ich gehe davon aus, dass die Leute oben in der Spitze deutlich mehr als 100k Pilze Mushrooms Paid haben. Im Schnitt, ja, vielleicht 200k, 250k von einigen weiß man's. Manche hatten, also gerade die für das Race gegangen sind, hatten ja schon mehr Mushrooms Paid auf dem Konto zum Ende des Race als ich jetzt insgesamt. Ne? Und das
das sind halt echt auch Werte, muss man sich mal überlegen, was da für Geld dahinter steckt. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und deshalb, wenn man so viel ausgibt, sollte man eben auch wissen, was möglich ist. Und für meine Ausgaben wäre sicherlich definitiv noch mehr drin, aber ich bin persönlich sehr happy. Und das ist das Wichtigste. Man braucht halt den Spaß. Der sollte nicht verschwinden. Und ja, also Gems für meine Begleiter. Ich könnte alles auf legendäre Edelsteine machen. Dann würde vielleicht in der Schattenwelt auch nochmal was gehen. Möglich ist es, aber mache ich jetzt derzeit erstmal nicht. Die Chancen auf legendäre Steine, die erhöhen sich nicht mehr im ersten legendären Dungeon, wenn man alle Items gefunden hat. Und ja, demnach habe ich jetzt nur noch vor, die Wily Witch zu legen, den anderen Kollegen danach zu legen und also das Level-Up mitzunehmen, dann noch ein, zwei legendäre Dungeon Runs zu machen und ansonsten geht's weiter mit dem Daily Progress. Daily einfach den ganzen Stuff zu machen und entsprechenderweise auch dann hin und wieder mal ein paar kleine Skips in der Festung zu machen. Ich meine, der nächste legendäre Dungeon ist klar, das dauert noch ein bisschen. Also wenn man da die Gemmine auf Level 25 hätte, wäre das schon sehr krass, finde ich. Aber das ist halt für mich eher möglich und denkbar, weil man ja jetzt zwischendurch nicht mehr so viele Pilze ausgibt für neues Equipment und für neue Dungeon Tries. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Da würde ich dann tendenziell ein paar der Pilze, die ich jetzt extra eben auch noch aufgeladen habe, also ich hoffe schon, dass ich mit 6k Pilzen rausgehe aus dem Event. Ja, also wenn ich jetzt 2 Runs noch mache zum Beispiel und dass ich jetzt die Wily Witch relativ schnell besiege, damit ich nicht mehr so viele Pilze ausgeben muss. Ja, und dann ist es im Daily-Segment relativ entspannt. Jawohl, haben wir die 337, der Sinister Salmon, der sollte jetzt eigentlich, wenn ich es recht im Blick habe, jetzt keine große Hürde sein. Ja, war er auch nicht. Und dann kommt aber hier wieder ein Magier und da ist auch Schluss. Also der ist jetzt auch bei 0 und also so 0,04%ige Dungeons. Da habe ich derzeit einfach überhaupt keine Lust reinzugehen. Also wenn ich das Glück habe, dass ich noch eine legendäre Waffe ziehe, dann könnte ich vielleicht nochmal durch SF Game Tools, also vor allen Dingen, wenn die eine gute Spanne hat, ja, dann könnte ich mir vorstellen, durch SF Game Tools nochmal reinzugehen und zu gucken, ob vielleicht was geht. Aber perspektivisch bin ich jetzt hier so halbwegs an der Grenze drin. Und das finde ich ziemlich heftig trotzdem. Also wenn man das auch mal vergleicht mit Serverstarts von vor vielen Jahren, wie lange man gebraucht hat, um überhaupt Level 300 zu erreichen. Ne? Das ist immer so das Klassische, was man im Bild hat. Dann gab es eine Phase, wo man sagte, wenn man nach einem Jahr Level 300 hat, ist es auf jeden Fall gut. Also da war es schon relativ ordentlich möglich, binnen eines Jahres Level 300 zu werden. Und jetzt ist das halt ein Ding von Tagen. Also das also nicht mal einen Monat. Also das, ja, deshalb passt es ja auch ganz gut, sowas zu sagen, währenddessen viele Content Creator in Hamburg waren, wo ich auch sehr gern dabei gewesen wäre, aber hat sich leider nicht gedeckt durch eine Untersuchung, die ich auf jeden Fall machen musste. Ich hätte es jetzt halt mit dem Ergebnis der Untersuchung tatsächlich möglicherweise versuchen können. Also hätte ich das vorher gewusst. Ich dachte, ich falle jetzt länger aus. Jetzt falle ich im August länger aus. Aber ja, weiß man halt vorher nicht. Hätte auch anders kommen können. Dementsprechend, ja, Gesundheit geht da ja sowieso vor. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es halt auch eine geile Sache. Ich freue mich für jeden, der da dabei gewesen ist. Und hoffe, dass da ein paar Sachen auch, ja, dass das für beide Seiten gewinnbringend war. Und dass es für die Entwicklung des Spieles auch positive Wendungen hat. Also nicht, dass alles jetzt negativ war, ne? Ist es ja nicht, aber trotzdem, dass sich noch mehr positive Sachen halt daraus entwickeln. Das kann man nur hoffen. Mein Charme, wie gesagt, ja, geht jetzt auch etwas ruhiger voran demnächst. Also mal sehen, wann wir das nächste Update fahren. Und bedanke mich aber fürs Zusehen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein, macht das, tschüss und servus. Euer Basti. Ciao.